bin teilweise zwischen 4 und 7 Uhr Uhrzeiten, wo ich nach Hause gehen muss. Und dadurch, dass ich einen sehr, sehr langen Nachhauseweg auch habe, ist es natürlich immer mit viel Risiko verbunden. Und da ich in der Gastro arbeite und am Wochenende unterwegs bin, sind natürlich auch viele Betrunkene unterwegs, die man eben nicht so gut einschätzen kann. Und da hat man natürlich auch des Öfteren mal Angst, wenn irgendjemand laut rumpöbelt oder man alleine als Mädchen irgendwo rumlaufen muss. Die 21-jährige Charlie Hüter an ihrem Arbeitsplatz im Club Badhaus 1520 in Wiesbaden. Mit ihrer Angst vor dem Heimweg ist sie nicht alleine. Viele ihrer Gäste kennen das Gefühl. Ich finde es schwierig, als Frau alleine nach Hause zu laufen. Man hört halt immer wieder irgendwelche Geschichten von Freunden, dass halt schon mal was passiert ist. Ich traue mich nicht, alleine nach Hause zu laufen. Ja. Also ich fahre immer oder werde abgeholt oder fahre Taxi oder so. So um 4, 5, wo die meisten Leute, die ich kenne, schlafe, rufe ich eigentlich immer meine Mutter an. Also das war früher schon so, dass wenn ich irgendwo hingelaufen bin, zur Bahn oder so, zu Uhrzeiten, wo ich noch in Frankfurt in der Gastronomie gearbeitet habe, habe ich immer meine Mama angerufen oder meinen Freund und unterhalte mich mit denen und sage so, ey, können wir uns ein bisschen unterhalten? Und manchmal faked man auch Anrufe, wenn man beispielsweise niemanden hat zum Reden. Um Anrufe nicht mehr faken zu müssen, gibt es einen ganz speziellen Service, das Heimwegtelefon. Okay, eine kurze Zwischenfrage. Wo bist du denn gerade? Ach, direkt vor der Bank. Okay, perfekt. Das ist ja leicht für mich zu finden. Die Stimme begleitet einen auf dem Weg, der dazu auf Google Earth mitverfolgt wird. Bei akuter Gefahr kann auch direkt die Polizei eingeschaltet werden, auch wenn so ein echter Notfall nur ganz selten auftritt. Es kann sein, dass ich mich in der Bahn irgendwie beobachtet gefühlt habe von jemandem. Das kann aber auch sein, dass ich ganz alleine eben durch eine leere, dunkle Straße laufe und das als unangenehm empfinde. Das Schöne ist, bei uns musst du dich nicht rechtfertigen dafür, warum du dich gerade so fühlst. Wir sind einfach gerne für dich da, wenn du das Bedürfnis danach hast. Ein ehrenamtlicher Service, den es schon seit 10 Jahren gibt. Doch jetzt hat die Stadt Wiesbaden eine Kooperation eingeleitet und macht Werbung dafür. Und nicht nur bei jungen Menschen. Gerade auch beim Seniorenbeirat, ältere Menschen waren total begeistert. Die hatten da noch überhaupt nicht von gehört und haben gesagt, ja, also wir fühlen uns, egal ob Männer oder Frauen, im Dunkeln einfach nicht mehr sicher. So eine Begleitung ist eine wirklich tolle Sache. Der Betreiber der Badhausbar und des dazugehörigen Clubs, Christian Leffers, unterstützt die Initiative der Stadt. Bierdeckel, Visitenkarten und Plakate mit der Telefonnummer für den Heimweg. Ich finde, als Gastronom hat man auch eine Verantwortung, also für die Gäste. Und das endet nicht nur von Gesetzes wegen, nicht nur an der Tür, wenn die Leute rausgehen, sondern ich finde, da muss man einfach drauf achten. Es gibt einfach Menschen, die gefährdet sind in der Nacht und im Partyleben sind es oft Frauen. Oder Schwule, die mit Hass oder sonstigen Dingen konfrontiert sind. Also da versuchen wir darauf zu achten und das versuchen wir zu vermeiden. Das Heimwegtelefon kann helfen, muss aber erst noch bekannter werden. Wenn es dazu kommen sollte, dann würde ich es nutzen. Ja, wenn ich alleine nach Hause gehen müsste, würde ich es auch tun. Ja. Definitiv. Es ist auf jeden Fall wichtig, dass man sich nicht dafür schämt, sich Hilfe zu holen. Weil viele Menschen denken, okay gut, warum sollte ich da anrufen und laufen dann alleine durch die Stadt und es kann immer etwas passieren. Bei einer konkreten Bedrohung sollte aber immer direkt die Polizei verständigt werden. Ja, und Virginie Wegner, Pressesprecherin vom Hessischen Landeskriminalamt, ist jetzt bei uns. Schönen guten Abend, hallo. Guten Abend. Sie sind ein bisschen kritisch, was das Heimwegtelefon angeht. Beurteilen Sie mal aus Ihrer Situation. Wann ist es eine gute Idee, dort anzurufen und wann sagen Sie, kommt es doch an die Grenzen und die 110 wäre besser? Grundsätzlich sind solche Initiativen, die sich mit der Sicherheit der Bevölkerung, der Bürgerinnen und Bürger befassen, begrüßenswert. Denn es geht darum, dass jemand, der sich unsicher fühlt, der vielleicht Angst hat, alleine nach Hause zu laufen, die Möglichkeit hat, in dieser Situation jemanden anzurufen. Genau dafür ist das auch gut. Es hat auch seine Grenzen, nämlich dann, wenn wir von einem Notfall, von einer Notfallsituation sprechen, dann ist die Polizei, nämlich die 110, der richtige Ansprechpartner. Wir blenden die Nummer trotzdem noch mal ein, für alle, die es notieren möchten. Wiesbaden hat die Kooperation, was aber nicht heißt, dass nur Wiesbadener dort anrufen können, sondern natürlich, Sie können von überall, wo auch immer Sie sind, in Hessen oder in Deutschland dort anrufen. Sie haben es aber schon gesagt, die 110 ist die Alternative, vielleicht auch besser, weil dort geschultes Personal ist. Kann ich die wirklich immer wählen, auch wenn jetzt noch keine direkte Bedrohung da ist?
Ja, wann man sich bedroht fühlt, das ist ja zunächst einmal tatsächlich ein subjektives Empfinden. Natürlich kann jeder, der in einer Situation, die er für sich als Ausnahmesituation erstmal empfindet, die 110 wählen. Dort sitzen die geschulten Polizistinnen und Polizisten, die genau diese Situation einschätzen und bewerten können, gezielte Fragen stellen werden, um dann auch erforderliche Maßnahmen einleiten zu können. Welche anderen Schutzprogramme gibt es denn eigentlich noch, besonders auch für Frauen? Es gibt einige Initiativen und Projekte, die sich mit der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger befassen. Das ist zum Beispiel das Projekt Luisa ist hier. Das setzt da an, bevor überhaupt strafbare Handlungen passiert sind. Sprich, wenn sich zum Beispiel Frauen, Mädchen, die in einer Diskothek sind oder in einer Bar sind, belästigt fühlen, dann können sie mit dem Codewort ist Luisa hier sich an die Servicekraft wenden, um dort auf ihre Situation aufmerksam zu machen und auf Hilfe zu suchen. Vorausgesetzt ist natürlich, dass auch diese Mitarbeitenden dieses Codewort auch kennen. Okay, das ist ähnlich wie dieses allgemeine Hilfezeichen, Daumen einklappen und die Zeigefinger runter, oder? Genau so ist das. Okay. Wie soll ich mich ansonsten verhalten, wenn ich draußen unterwegs bin und habe vielleicht irgendwie Angst? Was raten Sie den Leuten? Ganz grundsätzlich, und das gilt für jede Situation im Leben, mit offenen Augen durchzugehen. Das gilt tagsüber als auch nachts. Und damit meine ich im Speziellen ganz aufmerksam die Umgebung zu beobachten und auch wahrzunehmen. Weil das ist etwas, was die wenigsten bewusst tun. Und das kann einem schon helfen. Und gerade auch ein sehr guter Begleiter ist unser Bauch. Denn unser Bauchgefühl warnt uns instinktiv schon vor bedrohlichen Situationen. Das heißt, die Situation beobachten, wo ist irgendjemand und einfach sehr aufmerksam sein, oder wie wenn ich unterwegs bin. Genau, richtig. Und wenn ich dann Beobachtungen mache, dann kann ich schon in der Situation reagieren, kann die Straßenseite wechseln, gehe in die Bereiche, die gut beleuchtet sind, oder aber entscheide mich, den öffentlichen Personennahverkehr zu nutzen, oder aber von vornherein definitiv vielleicht auch mit jemandem nach Hause zu gehen, den ich kenne. Wir raten aber auch ab vom Trampen, also gerade mit Personen mitzugehen, die man von vornherein nicht kennt. Jetzt kenne ich viele Frauen, vor allen Dingen, die haben Pfefferspray oder sowas in der Tasche. Was sagen Sie dazu? Es gibt einige Menschen, die sich scheinbar sicherer fühlen, wenn sie Messer, andere messerähnliche Gegenstände oder auch Pfeffersprays mit sich führen. Davon raten wir grundsätzlich ab, auch zu Verteidigungszwecken. Warum? Die Situation kann sehr schnell eskalieren. Denn man ist in einer Ausnahmesituation. Der Täter, der angreift, kann einen entwaffnen im wahrsten Sinne des Wortes und auch das Pfefferspray oder aber auch das Messer an sich nehmen und gegen den Träger oder die Trägerin verwenden. Die Situation eskaliert, man hat vielleicht lebensbedrohliche Verletzungen und am Ende des Tages kann es sogar so weit gehen, dass die Trägerin, die es eigentlich für einen guten Zweck einsetzen wollte, sich strafbar gemacht hat und eine Körperverletzung letztlich dann am Backen hat. Ganz kurz noch zum Schluss, was ist mit einer Drillerpfeife, was auch manche nutzen, um einfach auf sich aufmerksam zu machen? Es gibt den Schrillalarm, den Taschenalarm, den kann man auslösen, gerade dann, wenn auch im unmittelbaren Umfeld sich Personen befinden, um auf eine besondere Situation aufmerksam zu machen. Okay. Vielen Dank, Frau Wegner, für Ihren Besuch heute Abend und all die Informationen. Dankeschön. Sehr gerne.